morning, my wonderful, wonderful people. Guten Morgen, meine wunderbaren Leute. We're all members of the same body. Wir sind alle Glieder desselben Leibes. Look at verse 26. Schau dir Vers 26 an. In that way, whatever happens to one member happens to all. Was immer also einem Mitglied widerfährt, widerfährt somit allen. If one suffers, everyone suffers. Wenn einer leidet, leiden alle. If one is honored, everyone rejoices. Wenn einer geehrt wird, freuen sich alle. I could talk probably about 2 hours just about this one verse. Ich könnte vielleicht 2 Stunden lang nur über diesen einen Vers sprechen. Don't worry, I'm not going to. Keine Sorge, das werde ich nicht. But just look at some truths in here. Aber schau dir ein paar Wahrheiten hier an. Whatever happens to one member happens to all, and one suffers, everybody suffers. Was einem Mitglied widerfährt, widerfährt allen, und wenn einer leidet, leiden alle. What would happen if church would be like this? Was würde passieren, wenn Gemeinde so wäre? What would happen if your pain would be my pain? Was wäre, wenn dein Schmerz auch mein Schmerz wäre? Look at the church. Schau dir die Gemeinde an. We sit together in the same meeting, listen to the same guys, sing the same songs. Wir sitzen zusammen in derselben Veranstaltung, hören derselben Person zu, singen dieselben Lieder. I'm living in luxury, and the guy 3 seats from me doesn't know how to feed his children this week. Und während ich im Luxus lebe, weiß jemand 3 Plätze weiter nicht, wie er diese Woche seine Kinder ernähren soll. Maybe it's not a reality in your world, but it's very much a reality here in my world in Brazil. Vielleicht ist das in deiner Welt nicht wirklich Realität, aber in meiner Welt hier in Brasilien ist es das sehr wohl. And this is something I've confronted since the moment I arrived here more than 8 years ago. Und das habe ich vom ersten Moment an konfrontiert, seit ich vor 8 Jahren hier ankam. I said, how can you open a bottle of wine for whatever, 20,000 reais, 4,000 euros, knowing the guy 3 seats from you doesn't even have food for his children? Ich sagte, wie kannst du eine Flasche Wein im Wert von 4.000 Euro öffnen, wenn du weißt, dass die Person 3 Plätze weiter kein Essen für ihre Kinder hat? Listen, do I care if you drink a wine that costs 20,000 reais or 5,000 euros? I don't care. Stört es mich, ob du Wein trinkst, der 5.000 Euro kostet? Nein. Do I believe it's wrong to drink such an expensive wine? Denke ich, dass es falsch ist, einen so teuren Wein zu trinken? I believe it's wrong for me. Ich glaube, für mich wäre es falsch. But I don't believe it's wrong for you. Aber ich denke nicht, dass es für dich falsch wäre. That's something that you have to figure out with your conscience. Das musst du mit deinem Gewissen ausmachen. Why is it wrong for me? Warum ist es für mich falsch? Because there are members of our body that barely survive. Denn es gibt Glieder unseres Leibes, die kaum überleben. So how can I ignore the suffering of a member of the same body? Wie kann ich denn das Leid eines Teils vom selben Leib ignorieren? I remember many years ago, I looked Debbie in the eyes. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren Debbie in die Augen schaute. Don't judge me for what I'm about to say. Verurteile mich nicht für das, was ich gleich sage. And I said to Debbie, if my luxury is my brother's poverty, then I sin. Ich sagte zu Debbie, wenn mein Luxus Armut für meinen Bruder bedeutet, dann sündige ich. It's this simple. So einfach ist das. If I am part of a body, of a local body, Wenn ich Teil eines lokalen Leibes bin, and listen, Paul is speaking to a local church in Corinth here. und hört zu, Paulus spricht hier zu einer lokalen Gemeinde in Korinth. I believe there's only one church, the body of Jesus Christ, but it's divided also and it's represented in local bodies. Ich glaube daran, dass es nur eine Gemeinde gibt, den Leib Jesu Christi, aber sie ist auch aufgeteilt und wird durch lokale Leibe repräsentiert. And I do understand that I'm not responsible to stop world hunger, although we could easily do that as Christians. Und mir ist klar, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, den Hunger in der Welt zu beenden, auch wenn wir das als Christen leicht tun könnten. Very easy. Sehr leicht. You know, anyhow, that's a different subject. Aber das ist ein anderes Thema. Statistics speaks a very loud language. Statistiken sprechen eine sehr laute Sprache. But the main thing is that we don't even suffer when another member of the same body suffers. Aber das Hauptproblem ist, dass wir nicht mal mitleiden, wenn ein Teil desselben Leibes leidet. We don't. Das tun wir nicht. We go into our own little houses, we close the door, live our happy little lives, and then we are fine. Wir gehen einfach nach Hause, machen die Tür hinter uns zu, leben unser nettes kleines Leben und dann geht es uns gut. But do you know what is the interesting thing? Aber weißt du, was interessant ist? As I studied this in the original Greek, I found this.
Als ich das im Originalgriechischen studierte, fand ich Folgendes. That when it says if one member suffer, everyone suffers, Wenn es heißt, dass wenn einer leidet, alle leiden, it does not say what many of us think, that we should carry the suffering of the other. dann bedeutet das nicht, was viele von uns denken, nämlich, dass wir das Leiden des anderen tragen, Even though we should. obwohl wir das sollten. But that's not what it actually says. Doch das wird hier nicht gesagt. In the grammar, it's written as a simple statement of fact. In der Grammatik ist es als einfache Angabe der Tatsache geschrieben. So the grammar simply says if one member suffer, everyone is affected by that. Die Grammatik sagt also einfach, dass sich das Leiden eines Gliedes auf alle auswirkt. So whether you like it or not, you are affected by the suffering of the members of your body. Ob es dir also gefällt oder nicht, du bist von den Leiden der Mitglieder deines Leibes betroffen. You can ignore it, but that doesn't change the fact. Du kannst das ignorieren, aber es wird die Tatsache nicht ändern. Look, Schau. the body of Jesus Christ is so ineffective because he doesn't live as a body. Der Leib Jesu Christi ist so unwirksam, weil er nicht wie ein Körper lebt. Did you see? I said he doesn't live as a body. That is German, because in German the body is masculine. Hast du gemerkt? Ich sagte, er lebt nicht wie ein Körper. Das ist Deutsch, denn da ist der Körper männlich. But really, it is not effective in English. Aber in Englisch ist es natürlich anders. I'm mixing my 3 languages in my head and I'm learning Spanish too. Ich vermische 3 Sprachen in meinem Kopf und lerne jetzt auch noch Spanisch. So you have to suffer with me. Du musst also mit mir leiden. But I will give you a practical example that will maybe help you understand this. Aber ich gebe dir ein praktisches Beispiel, um dir zu helfen, das zu verstehen. If you take a nail and a hammer and you put the nail into the wall, Wenn du einen Nagel und einen Hammer nimmst und den Nagel in die Wand schlägst and then you miss, und dabei daneben schlägst and then you actually hit your thumb, und dann deinen Daumen triffst and you really seriously injure your thumb, und deinen Daumen wirklich schlimm verletzt, do you know what you're going to say? weißt du, was du dann sagst? You're going to scream in pain, Du wirst vor Schmerz schreien and then the rest of your body is rushing to protect that thumb. und dann beeilt sich der Rest des Körpers, um diesen Daumen zu schützen. You maybe put it in your mouth, Vielleicht steckst du ihn in den Mund or you hold it with the other hand. oder du hältst ihn mit der anderen Hand. Now, when you go out and meet some other people, Wenn du dann rausgehst und andere Leute triffst and your thumb is all bandaged up because it's completely smashed, und dein Daumen komplett bandagiert ist, weil du ihn so sehr verletzt hast, what are you going to say? was sagst du dann? You're going to say, I injured myself. Du sagst, ich habe mich selbst verletzt. I hurt myself. Ich habe mir wehgetan. That's not even true. Das ist noch nicht einmal wahr. You did not hurt yourself. Du hast dir nicht selbst wehgetan. The right hand hurt the left thumb. Die rechte Hand verletzte den linken Daumen. Did you catch that? Ist dir das aufgefallen? We say, I hurt myself because we completely identify with the pain of one member of the body. Wir sagen, dass wir uns verletzt haben, weil wir uns völlig mit dem Schmerz eines Körperteils identifizieren. But what happened in reality? Aber was passierte in Wahrheit? The right hand did not do a good job, therefore it hurt the left thumb. Die rechte Hand hat keine gute Arbeit gemacht und daher den linken Daumen verletzt. And yet, suddenly the whole body suffers together. Doch jetzt leidet plötzlich der ganze Körper gemeinsam. The whole body now feels the effect of the pain of that one member. Der ganze Körper spürt nun die Auswirkung des Schmerzes von einem Glied. Immediately inside of it, there are hormones released. Sofort werden innerlich Hormone ausgeschüttet. There are chemicals released to release healing. Es werden Chemikalien ausgeschüttet, um Heilung zu erwirken. The whole body gets active. Der ganze Körper wird aktiv. We have to talk more about this next time. Darüber müssen wir nächstes Mal weiterreden.